Warum möchte ich eigentlich für die Europaliste kandidieren? Das ist eine ziemlich lange Geschichte und ich glaube, sie beginnt eigentlich in der 8. Klasse, wo ich zu erneuerbaren Energien meine Arbeit schreiben sollte, und dann habe ich dort 60 Seiten abgeliefert und die Lehrer haben sich gefragt: „Okay, was ist eigentlich mit dem los?“ Mich hat das Thema aber interessiert. Ich habe mit der Solar AG eine Solaranlage aufs Dach gebaut, und ich war bei der Greenpeace-Jugend, und es ging mir immer darum, sozusagen die Ökologie voranzutreiben. Es ging mir darum, diese Klimakrise aufzuhalten. Da sind wir jedes Wochenende auf die Straße gegangen, hatten einen Stand gemacht oder eine Demonstration gegen die Atomkraft, für den Schutz der Wälder, für den Schutz des Klimas. Und ja, eigentlich mache ich immer noch ähnliche Sachen. Also ich war zum Beispiel auch in Kopenhagen bei der großen Klimakonferenz für 2 Wochen. Ich war in Warschau, in Paris und jetzt beim Hambacher Forst. Und ich glaube eben, dass wir, wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir damit auch auf die Straße gehen. Und das Klima ist natürlich nicht nur was in Deutschland interessant ist, sondern das ist eine europäische, eine globale Frage. Das hat mich auch immer interessiert. Nach der Schule bin ich nach Ghana gegangen, habe dort meinen Zivildienst gemacht, unter anderem im Projekt für nachhaltige Forstwirtschaft. Und ja, da war so diese Frage: Wie hängt eigentlich die Art und Weise, wie wir hier leben in Europa, mit der Art und Weise, wie die Menschen dort vor Ort leben, zusammen? Und das hat mich interessiert. Und ich habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass ich eigentlich nicht in Ghana bleiben möchte, sondern dass ich in Europa die Strukturen verändern möchte, so dass es insgesamt besser wird. Und ja, da habe ich dann angefangen zu studieren in Dresden, internationale Beziehungen, und bin dort auch zu den Grünen gekommen. Unter anderem, weil es mir nicht mehr nur darum ging, sozusagen im Aktivistischen tätig zu sein, sondern weil ich auch in den Strukturen ganz konkret in der Politik die Veränderung herbeiführen wollte. Und habe dann dort gesucht, wo ist eigentlich mein Ort, und habe über die Grüne Jugend ganz schnell die europäische Ebene entdeckt. FYEG, der Europäische Dachverband der Grünen Jugenden. Von denen war ich 2 Jahre lang der Sprecher, habe viel gemacht. Wir haben viel zum Thema Gerechtigkeit in Europa gemacht, gegen die Sparpolitik, viel zum Thema Klima als junge Generation, die von den Politikern gefordert hat: Ihr gestaltet jetzt unsere Welt, und wir wollen, dass das eine ökologische und eine solidarische ist. Und bin dann aber auch im Europaparlament geblieben und habe zuletzt bei Ska Keller gearbeitet als Handelsreferent. Ich habe gemerkt, dass wir im Europaparlament wirklich was verändern können. Auch als kleine grüne Kraft haben wir dort ganz viele Ansätze reingebracht, und das will ich immer noch. Europa war für mich immer die Ebene, wo ich politisch aktiv sein möchte und war, weil wir europäisch die Klimakrise lösen können, weil wir europäisch für Gerechtigkeit sorgen können, weil Europa ein Friedensprojekt ist, was auch nach außen den Frieden fördern muss. Und deswegen kandidiere ich jetzt für das Europaparlament, weil ich das weiterbringen möchte. Und ich bin ganz froh, dass der Baden-Württembergische Landesverband mich dort unterstützt, und hoffe auch auf die Unterstützung der gesamten Partei bei der BDK.